Tamadidevam Purusho Puranam Tamalvarnam Suitavataram Apar Sangsara Samundra Setum Bhajamahe Bhagavato Sarupam Yang Navayannamanapeta Kritvam Daipayana Viraka Tarvajuhava Putredi Tanmayataya Tarvo Vinedum Tvang Sarva Bhuta Hidayam Munimana Tasmi Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Achaitannamidam Vishwam Jadi Chaitannamishwaram na viduhu Sarva Sastrajño Pihi Brahmanti te janaha Achaitannamidam Vishwam Jadi Chaitannamishwaram na viduhu Sarva Sastrajño Pihi Brahmanti te janaha Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada had gesagt, what is concerned to you? You come and hear Harikatha. You come and hear Harikatha. lass die ganze Welt in Flammen aufgehen, aber komm du und hör Harikatha und schütz so dich selbst. Gaudiya Goshtipati Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada wanted to save Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, der wollte wirklich jede Seele von der materiellen Welt retten. Es war sein Wille. Und er hat einen unglaublichen Aufwand gemacht für das. Tag und Nacht, ein rastloser Aufwand. Da. Somebody put in question, Maharaj, you are writing so many things, where from you are getting so much information? Und er fragt ihn, oh, du Maharaj, du schreibst so viel, du hast sogar tägliche spirituelle Zeitung, woher kriegst du so viel Information? Srila Prabhupada sagt, oder gib ihm zur Antwort. Und das materielle Planetensystem ist vielleicht ein Viertel von dem Ekpat Vibhuti, nennt sich das. So ist nur ein ganz winziger Teil. So wenn in der Welt so viel Nachricht geschrieben werden kann, Tageszeitungen, das und das, dann was kann man sprechen von der spirituellen Welt? Da kann nicht irgendwie ein Mangel sein. Es sind so viele Nachrichten. Materielle Zeitschriften gibt es Hunderte und Tausende. So. Dann, was für ein Stoff gibt es von der spirituellen Welt, was ein Dreiviertel mehr ist. So, actually, Prabhupada wanted to speak to deliver a bonded soul. Srila Prabhupada hat da immer gesagt, dass wenn du wirklich eine Seele aus der Verstrickung in der materiellen Welt retten willst, das ist sogar wichtiger, viel wichtiger, als wie wenn jetzt Tausende von Krankenhäusern öffnest. Das können die wenigsten realisieren. Aber das ist die Mercy, die Barmherzigkeit in dem Herzen von so einem Vaishnava. Er wiederholt es. Er sagt, es ist wichtiger als eine Seele von dem
Kreislauf von Geburt und Tod zu befreien, als wie Krankenhäuser, Tausende von Krankenhäusern zu öffnen. Weil das ist eine permanente Lösung. Auch Krankenhäuser sind alles nur temporäre Lösungen. Du kannst Tausende von Krankenhäusern öffnen, aber wer schlussendlich kann aus dem Kreislauf von Geburt und Tod rauskommen? Also im Finale hat der Patient schlussendlich, wenn er jetzt von der Krankheit geheilt wird, nachher hat er aber noch die größere Krankheit, eben die materielle Auffassung, was alle Seelen in der Welt haben. Das ist die größte Krankheit. Aber die Gaudiya-Mat gibt uns die permanente Lösung. Weil Jivere Swarupa Krishna Nitya Das. Wir sind alle ewige Diener von Krishna und wir haben das leider vergessen. So das Maya, die Beschichtungen, die Deckungen, die Schichten müssen alle wegfallen und das ist die Aufgabe von einem Sadhu. Die Leute sind die meisten beschäftigt mit dem Dienst von Körper und Geist. Fleisch und alles, was mit dem Körper zusammenhängt. Solche Leute haben keine Ahnung und können die Worte von der Gaudiya, was die sagen, nicht verstehen. Also die wollen sogar Streiten anfangen. Nicht nur sogar vollkommen materialistische Leute, sondern auch Leute, die was schon den Pfad auf der Spiritualität aufgenommen haben. Doch, die haben auch Srila Prabhupada viele nicht verstanden. Srila Prabhupada sagt, er spricht immer nur die absolute Wahrheit. Er lässt sich von nichts abwenden, auch wenn die ganze Welt gegen ihn geht. Weil er steht unter dem Regenschirm von seinem Gurudev. Er ist immer geschützt, er macht sich nichts draus. Die ganze Welt, dem muss man nicht glauben, aber er schreit und spricht und schreibt nur über die absolute Wahrheit. Das ist ein wirklicher Sadhu. A sadhu cannot be confined in one country. A sadhu cannot be confined in this material world itself. A sadhu cannot be confined in this protein world itself. Because sadhu is universal. So ein Sadhu, ein wirklicher Sadhu, A sadhu international itself. der ist nicht auf irgendeinem bestimmten Ort, sondern er ist für jeden da in der Welt, für alle im Universum sogar. Normale Leute verstehen das nicht. Aber wenn du wirklich selber einen Erfolg haben im Leben willst, dann musst du nur zu realisierten Seelen oder von realisierten Seelen hören. Ansonsten materielle Leute, wenn die voll labern oder was sie für Vorstellungen im Leben haben, das führt die alles in die Irre. So, wenn bei denen Zuflucht suchst, dann hast whole world is unconscious. How you can say? They have consciousness, they are living entity, they don't have? No. As per medical science, they can have consciousness, chetana. But as per die ganze Welt heißt Chaitanya, der hat kein Bewusstsein oder ist sich nicht bewusst über ihr wirkliches spirituelles Bewusstsein. Chaitanya Vidam Vishwam. So all Chetan, Jivatma, if they are not going to
if they are not going to understand their eternal relationship with Param Chaitanya. Chetanas Chetananam Ekanam Bhavanam. So, wir sind Bewusstsein, reines Bewusstsein. Und wir haben eine Beziehung mit dem höheren Bewusstsein. Wer das nicht realisiert hat, wer sich nicht die Aufgabe macht, das zu realisieren, nachher hast du nicht den Sinn wirklich verstanden, warum du in die Welt gekommen bist. Man nimmt Geburt und geht, man nimmt Geburt und geht. Punarapi Jananam, Punarapi Maranam, Punarapi Matri Chadreshanam. Das ist Shankaracharya, was das sagt. Das ist der gleiche Vers, Lochan Das Dakus in keinem Lied über das. Nur man nimmt Geburt, man stirbt wieder, man nimmt wieder Geburt, man stirbt wieder. Das ist ein 100.000-maliger Kreislauf. So, wenn du einen Sadhu vorfindest, der was nicht wirklich vollgefüllt ist mit dem Rasa, mit dem Nektar, oder etabliert ist, er will wirklich nichts, er ist nicht verwirrt, er hat gar. Wenn so ein Sadhu triffst, without bhakti saturation is not good. Maybe material world, they are, puffed up, they think we are educated, we are scholar, we can pass this kind of remark, okay. They can see, they can speak, Vivek, Ananda, this, that, so much thing. But Vivek means consciousness. So Vivek bedeutet Bewusstsein. Wenn wirklich das Bewusstsein wirklich erwacht ist, nachher geht man immer irgendeinem materiellen Leben nach. Nachher hat man verstanden, wer man ist und was man Verbindung mit wem hat. Vivekananda means consciousness, full-fledged. Vivekananda. Also wenn du die Stimmung hast vom vollen Bewusstsein, nachher bist du auf volle Glückseligkeit einander. Und du wirst nicht irgendwie am Pfad von Karma gern oder irgend sowas nachgehen. Manche Leute, die sagen, sie sind Shakta. Aber wir sagen, wir sind Shaktas. So, die verehren Durga und Kali, so die sind Shaktas. Und du verehrst Vishnu. So, du bist kein Sakta, warum lügst du? Aber wir sagen, na, wir sind Shakta, reine Shaktas. Du bist kein reiner Shakta. Shuddha Satta und Vidya Shakta. So, das ist der Schatten, die externe Energie. Bhaktivinoda Thakur Satchidananda sagt, wir sind Shuddha Sattva. Von der Plattform aus dienen wir im höchsten Herrn und wir nehmen Zuflucht nur bei Radharani. Und das ist die Energiequelle aller anderen Energien. Ohne Radharanis Lotusfüße oder Seva kriegst du nicht Krishnas Dienst. Without taking shelter onto the lotus feet of Radharani, you cannot do Krishna Seva. So we are actually Shuddha Sakta, but they don't understand this point. Actually, Shakti, saktimator. Das ist eine Formel im Vedanta Sutra, wo es eben sagt, dass Shakti und Shaktiman sind nicht verschieden. Derjenige, die Energie und der Energieträger, das sind nicht verschieden. Das ist der Anfangspunkt, das Fundament von der Philosophie von GaudiyaVaishnavas. Mayavadi Nachfolger oder Philosophen verstehen den Punkt nicht. They say if there is one separate tattva, saktimator, then we cannot understand that one Brahma,
die sagen, es existiert nur Brahma-Tattva und schon nichts. So Shakti existiert für die Mayavadis nicht. Es ist alles eins, Brahma. Aber Brahma, muss man sagen, er kann nicht ohne Shakti sein. Der hat immer sein Shakti mit sich, aber die können den Punkt nicht verstehen. Und viel Diskussion ist über das Thema in der ganzen Welt. So in Kürze verlassen wir den Körper. Wir sind vielleicht 1 oder 2 Tage in der Welt. Wenn du den Punkt realisierst, dass wirklich die Zeitspanne abläuft, nachher kriegst du wirklich das Interesse. Und wenn dann schlussendlich die Wahrheiten über die absolute Wahrheit findest oder hörst, nachher kannst du wirklich die ganzen Dinge aufgaben, weil du einen höheren Geschmack gefunden hast, sagt Krishna im Bhagavad Gita. So, wir sind nicht interessiert in irgendwelche anderen Shaktas, also Versuche. Wir folgen dem Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Sri Krishna Sankirtanam. Sri Krishna heißt es in dem Vers. Und Sri Krishna ist ein anderen Krishna. Mit Radharani natürlich. Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Das ist so ein Slogan von der Gaudiya-Mat. So die Gaudiya-Mat. So einer, der was zu Gaudiya-Mat gehört, der ist immer beschäftigt mit Sankirtan, Harikatha, Harinam. Prabhupada in die letzten Tage, wo er gehört hat von seinem Doktor, oh, er soll nicht mehr sprechen, er soll rasten. Aber Prabhupada sagt, oh, die lassen mich nicht, die erlauben mir nicht mehr zu sprechen, Harikatha. Die denken, dass ich krank bin, aber ich sage ihnen, wenn ihr nicht Harikatha spricht, nachher bin ich krank, wirklich. So, er hat bis an seinem letzten Atemzug Harikatha gesprochen. Das gleiche sagt Chaitanya Mahaprabhu, weil Ramananda und Sarvabhauma, die sind mit Mahaprabhu in Gambhir, um ihm zu helfen, gewisse Stimmungen und Bhavs zu erlangen. Govinda in dem Fall, der übernachtet mit ihm und der sagt, oh, ihr seid so spät nicht mehr da. Und Chaitanya Mahaprabhu, der ist immer in Tränen, wenn ihr da seid, kann sie nicht über irgendwas anderes sprechen, ihr müsst ihn immer zum Weinen bringen. Das Govinda ist ärgerlich geworden. Govinda hat keine Ahnung von Rasa Tattva, der ist nur der Diener von Chaitanya Mahaprabhu. Govinda ist der zweite Sachima. And late at night, I cannot help him to serve prasadam, this, that. Okay. Then Saudamada ran on to them. Prabhu, you take rest, we can come and listen. Prabhu cried. What do you mean by rest? So, What do you mean by rest? will Mahaprabhu zum Rasten bringen, aber Mahaprabhu selber sagt, was bedeutet Rasten? Für mich ist Rasten wirklich nur Harikatha und Harikirtan zu hören. Wenn du mir jetzt so schlafen schickst, dann kann ich sowieso nicht schlafen. Ich versuche aus dem Gambhira rauszukommen. Es ist eine Art von Verrücktwerden. Wirkliche Rast ist für mich, wenn ich eben Harikatha höre.
This way Prabhu speaking about his own, painful Vipralamba Bhajan procedure. Das ist das Bhajan auf Vipralamba, Trennung. Actually, point is that really so, because Sarup Gosai was given responsibility. Sarup Gosai is Gaudiya, topmost Gaudiya Vedanta Acharya. So Swarup Gosai ist der Topmost, der höchste Gaudiya Vedanta Acharya. You can remember when Chaitanya Mahaprabhu wanted to disclose Chaitanya Mahaprabhu wollte Gaudiya Vedanta, not Acharya. When Chaitanya Mahaprabhu wanted to express Gaudiya Vedanta, then in front of Sarvabhauma Bhattacharya he was speaking. vom Sarvabhauma Bhattacharya hat alles über den Vedanta-Darshan aufgesagt. Sarvabhauma war beschäftigt mit Mayavad-Philosophie. Aber Chaitanya Mahaprabhu sagt ihm den wirklichen Gaudiya, Siddhanta und Vedanta. So das ganze Rasa-Tattva, alles, so Gosai ist die oberste Autorität in der Gaudiya-Macht. Bhagavan Acharya ist von einem Ort von Calcutta. Actually, Calcutta is also within this Gaur Mandal. Calcutta ist mit inbegriffen in dem Gaur Mandal. Chaitanya Mahaprabhu ist dorthin gegangen. Vastraharan. Er wollte dort zu dem Ufer zu der Ganga gehen. Transcendental life. Baba was thinking this place. Chaitanya Mahaprabhu, while going from Vastraharan, he took rest here. Und Chaitanya Mahaprabhu, Srila Saraswati Prabhupada, hat es in seiner Meditation erfahren, dass Chaitanya Mahaprabhu dort Rast genommen hat, wo er kreist ist. Und nachher sagt er, da möchten sie eine Gaudiya-Math aufbauen. You know, when Bhagavad Acharya was there in Vastraharan, when Sri Chaitanya Mahaprabhu reached there in Vastraharan Sipat, then Bhagavan Acharya started reading Bhagavatam to him, Rasa Tattva, Bhagavad Tattva. Bhagavan Acharya was not busy with water pot to wash the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. Be careful. When Chaitanya Mahaprabhu first reached him, So wenn Chaitanya Mahaprabhu nach Vastraharan gekommen ist, dann ist Bhagavan Acharya nicht beschäftigt gewesen mit Er hat gleich angefangen, über das Bhagavad-Tattva zu sprechen, nicht ihm Girlanden zu geben oder Füße waschen und so weiter. So, er war ganz glücklich mit ihm, Chaitanya Mahaprabhu. Und er hat ihm dann auch den Titel gegeben, Bhagavat Acharya. Den Titel hat er gekriegt von Chaitanya Mahaprabhu. Wo Gaur Kishore Das Prabhuji Maharaj gesagt hat zum Bhaktisiddhanta, geh nicht zu Gaudiya nach Calcutta. So, Prabhupada ist niemals nach Calcutta gegangen. Bhaktivinoda oh, alle Devotees von Calcutta, lass uns in den Kunja zu gehen von Shyama Manjari.
Und die chanten dort Harinam Sankirtan unter seiner Führung. She was successful to satisfy Prabhu. Actually, the seva of Sam Manjari, so der Dienst von der Shyama Manjari war, dass sie wirklich Radharani zufriedenstellt bei Harikatha, Krishna Katha. So das war der Seva von Manka Manjaris in den Nikunjas. Sie sind immer beschäftigt, Harikatha zu sprechen, um das Ohr in Zufriedenheit bringen von Radharani. Radharani will immer mehr und mehr über Krishna hören. I want to get ayuta, countless, billions of years to hear all about the transcendental glories, nectarian Harikatha. I want to get. So Bhaktivinoda Thakur sometimes used to speak. So Prithu Maharaj, der hat gesagt, er will Tausende von Ohren, um Harikatha zu hören. Let us come and, stay here at the lotus feet, near the lotus feet of Sam Manjari. So actually, let us come. We can do this nice seva. So Calcutta is not Kali Brahmanda. So Calcutta ist nicht Kali Brahmanda für Bhaktivinoda Thakur. So, wenn du wirklich vorfindest, dass wenn perfektes Bhajan in deinem Haus ist, dann erscheint Goloka Vrindavan dort. Es ist ein schwieriges Tattva, was die meisten nicht richtig verstehen. So Srila Prabhupada sagt, er bricht ihm nicht die Regeln von seinem Gurudev. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada ist zu GaudiyaVaishnavas gegangen. Und I'm not going to Calcutta, Kali Brahman. This way all the time we get perfect Siddhanta from perfect source. So, das ist perfekte Siddhanta von der perfekten Quelle. I started with the sloka, you can remember, what is that sloka? That sloka is speaking in Chaitanya Charitamrita. Achaitanya vidam visam vidi Chaitanya visam navaviduhu. Sarva Sastrabhyo Vihi Brahmantiti Yanaham. Though you are going to learn all Shastra, everything, so, aber wenn du das antust, alle Shastras zu lernen, still we cannot find perfect Chaitanya consistency because you have no link with Chaitanya Mahaprabhu. Aber solange du keinen wirklichen Link mit Chaitanya Mahaprabhu hast, dann nützt dir das nichts. Nicht wirklich. Chaitanya Saraswati. Und Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. So das ist der Swarup von dem Chaitanya Vani. Und Prabodhananda Saraswati. Kriya Shaktanadi. Kriya Shaktanadi. Dhiga, Kriya Saktano Dhiga, Dhiga, Bigata Tapasa, Dhiga Chachamin, Dhigastu Brahmaham, Badaram Parifullano, Jaro Motino, Kim Etano Sochano, Visera Samartyano, Noro Pusuno, Na Kesanchit, Ahoho, Lesho, Militu Goro Madhuna. Kriya Saktano Dhiga, Dhigastu
Kriya saktano dhig. Kriya saktano dhig. Dhig vigata tapasa. Dhigastu jamin. Kriya saktano dhig. Dhig vigata tapasa dhig cha jamin. Dhigastu brahma aham vadana paripurlana jaram tino. Kim etano sochamo vishaya rasamathyano naro pusuno. Na ke sanchit ahoho lesopi mritu guru madhuna. Na ke sanchit lesopi ahoho mritu guru madhuna. How exclusively Prabhupada Saraswati was going to express his grief over this point. His lamentation. Srila Prabhupada Saraswati Maharaj lamentiert, oh, was ist das? Kriya Shaktanadi. Also ich kann mich selber identifizieren als ein Vaishnava. You can find so many anartha there, so many, desire there, different kind of ritual activities, everything. Because from Veda, Puspita, Vachaha, I'm going to get some inspiration to follow all those instructions given there in Vedas. Because I cannot understand pure bhakti. So, How I can enter into folgt die Veda in Schriften, weil er sagt, er kann nicht wirkliche Bhakti verstehen in dem Vers. So wie kann er Raganuga Bhakti verstehen? Das ist nicht möglich für ihn. Raganuga, Rupanuga Bhakti ist nur möglich bei der Barmherzigkeit von dem Raganuga Bhakta. Sabrem Roga. The roga, prema is the topmost disease. It cannot be cured. So Prem, Roga, die Krankheit von Prem, die kann nicht geheilt werden. Alle anderen Krankheiten können geheilt werden. Aber die Prema-Krankheit, die kann nicht geheilt werden. Das macht die mehr verrückt und mehr verrückt in Liebe nach Gott. Das lässt die komplett die materielle Welt vergessen. So you see, Kriya Saktano Dhig. First of all, Prabhupada Saraswati going to express deep concern about those who are busy with. So das erste Sakka, Prabhupada Saraswati Sakka, der ist wirklich verschiedene Aktivitäten, wie von den vedischen Schriften empfohlen werden. Das ist Kriya Shaktanam. Kriya Saktana, Sakti, Shakti, different kind of activities, material activities. Kriya Saktana. Those who are in material world, you can find somebody fasting this, that. In der materiellen Welt gibt es auch welche Leute, die was fasten oder Rituale machen. Aber es hat keine Bedeutung, es ist wertlos. Wertlos, komplett wertlos. Actually, they are going to show something, but they are not interested to serve Krishna. Weil die meisten sind nicht interessiert, wirklich Krishna zu dienen und zeigen vielleicht solche Entsagungen auf. Aber was soll's? Da macht sich keiner was draus. Das ist wertlos. Hat keinen Nutzen. Was für einen Benefit gibt es schon wirklich? Die meisten machen gewisse Austerities oder Entsagungen. Manche sagen sogar, Ekadasi, Fasten ist gut für die Gesundheit. Aber aus dem Grund fasten wir nicht da. So, das ist die Stimmung, was man auf keinen Fall haben soll. Ekadasi ist die Zufriedenstellung vom höchsten Herrn, mehr und mehr. Nicht damit du dann einen gesunden Körper hast. Es ist nicht reine Bhakti. Reine Bhakti ist so, so selten. Ugra Tapasya. Ugra, very,
so ganz trockene Entsagung, trockene Vairagya. Das ist verboten in der Gaudiya in der Gaudiya-Gesellschaft. Dort ist es nicht erlaubt, solche Dinge. Wenn du so einer trockenen Vairagya folgst, das ist verboten. GaudiyaVaishnavas, because the way of bhakti is so delicate. The way of bhakti is so Bhakti ist ganz delikat. that if you are going to do everything in moderate way, under the guidance of Guru Vaishnava for the total service. So, wenn du alles unter der Führung von Guru und Vaishnava machst, unter ihrer Führung für den höchsten Anderen kriegst du Bhakti. Nur durch Entsagung kriegst du jetzt kein Bhakti. What is written in Bhagavatam? Most often Prabhupada used to speak this sloka. Non-irvinno nati sakta bhakti yoga asya kasya non-irvinno nati sakta bhakti yoga asya siddhito. He who is going to feel very nice in his way, in the path of this bhakti line, he never going for too much detachment. He is less impressed about too much detachment. Derjenige, der ist wirklich nicht er ist nicht wirklich interessiert in Vergnügen und auch nicht wirklich interessiert in Entsagung. So, das ist Yukta Vairagya. Es ist nicht, dass er alles Vergnügen weggibt. Das Vairagya, das hilft nicht im Bhajan. So im Kartik ist auch so viele Regeln und Regulierungen. Bhaktivinoda Thakur sagt, Keshav Maharaj. Aber der Hauptpunkt ist, von dem, nachdem er das alles erklärt hat, Bhaktivinoda Thakur, sagt, wenn du if you are not going to get bhakti, then your dry vairagya, one boiled rice with one, slight ghee and hapishan cannot help you to get bhakti. Also wenn nur Reis und ein bisschen Ghee oder Havishan, das kann dir nicht helfen, Bhakti zu kriegen. Du kannst normales Prasadam zu dir nehmen, das ist kein Problem. If you can get more and more inspiration to hear Harikatha and do Sankirtan, so wenn du mehr Inspiration kriegst für Harikatha und Sankirtan, dann ist es okay, mach das. If one ahar, ekahar, if in a whole day one ahar going to make you some disturbance in your bhajan, you cannot concentrate in your bhajan. You cannot do Harinam properly. You have too much appetite. Kudha. So, wenn zu viel. Some devotees doing, you cannot, try to imitate them. Also manche Devotees, die machen es. Prabhupada hat es gemacht. One Satakaror Sankirtan, Nam, Harinam Yajna. That time Prabhupada used to one day, one time, not only that, after cooking, throwing in, after that, he is taking like dog. Go, it is called. Go grass, it is called go grass. Also Srila Prabhupada hat sogar für einen Monat so viel Harinam chantet und er hat einmal gekocht am Tag und hat einmal selber gegessen, aber das auch wie eine Kuh, ohne seine Hände, mit seinen Händen hinterm Rücken. Aber das ist nicht zum Imitieren. So, das ist ein normaler Prozess gewesen für Srila Prabhupada, aber es ist nicht für uns. And what all you are getting, normally you are using it, okay. Then Prabhupada very often used to speak,
This brata is very tough. You need not do. Sometimes you have to follow because it's too tough. In a day, in mud pot, you can take 3 times water only. Every time you are sitting in Vastraharan Lila chanting, maybe 2 or 3, 4 times you need to go to Lagu Sankha. You have to open all clothes. Go and then wash up to this, again come. Again Achaman, too tough, you cannot do it. I was bound to do forcefully for the benefit of all, not for my personal benefit. So many times you have to do it. Those who are Acharya, those who are actually doing this, very tough. So Acharya, die müssen das manchmal machen. 2 Monate in einem Asana. 2 Bücher rezitiert, Bhagavatam, Chaitanya Bhagavat, Chaitanya Charitamrita, Gita rezitieren. So, wenn du das machst, dein Herz trocknet aus. So, trockene Vairagya kann man nicht machen. Govardhan Parikram kann man machen. Er hat auch täglich dort Parikram gemacht, dann Parikram, Harinam, chanted und nichts gesprochen. So für Parikram war nichts Hartes für ihn. Er hat eben immer schon einen guten Körper gehabt. Manche machen Dandavat Parikram, aber das hat er niemals gemacht. Guru Varga hat es uns auch niemals aufgezeigt. So wir sollen in die Richtung gehen, sanft. Now actually I am going to give total explanation of the sloka spoken by whom? Another Saraswati. Not another, it is diversified form of that unique Saraswati. I cannot say another Saraswati. How much Saraswati is there? Prabhupada is same Saraswati. Same Saraswati manifested this way. We have never in this material world, we have never seen this kind of acharyaship shown by Prabhupada. So ein Acharya wie Srila Prabhupada haben wir niemals in der Welt wiedergefunden. So wir seien so vom Glück begünstigt, damit wir in der Linie sein. Aber irgendwie sind wir unglücklich, weil wir selber unser Glück verbrennen, indem wir einen Blödsinn machen. Zu der Zeit, 100 Jahre zurück, hat das Prabhupada schon gesagt. Und Prabhupada hat die Zukunft sehen können, was die im Namen von Bhajan machen werden. So mit dem ganzen starken Herz hat Prabhupada Saraswati Prabhupada hat gesagt, Kriya Shaktanadi. So Karma Kandis, Shaktanadi, Vikata Tapasa. Vikata Tapasa. Vikata Tapasa means Ugra Tapasya, those who are doing. Has got no value in this bhajan line. So starke Entsagung hat keinen Wert in Bhakti. Du musst einfach folgen Gurudev und immer gute Gemeinschaft haben. Wirkliche Satsanga. Change your life totally. Totally can change. Satsanga. That satsanga you must do it this month. Sadhu Sangha, Krishna. And it's very important thing. So now actually, those who are doing Vikata Tapasya, Ugra Tapasya, very fearful Tapasya, Ugra Tapasya, is totally prohibited. And Dhigastu Brahmaham Badanapari Fullana Jaro Matino. Those who are going to laugh with all teeth, with teeth. So die, was lachen mit allen Zähnen und sagen, oh, wir sind Brahma.
very nicely. We are Brahma. Yes, you are Brahma. Really so. So Brahma ham vadana paripullana jaro mutina. They are with material brain. Their jaro, bhakti cannot touch their heart. Bhakti von solchen Brahmagyanis kann niemals ihr Herz berühren. Bhakti ist so sanft und Swatantra, independent. So es ist unabhängig, Bhakti. Bhakti Devi kann kämmen oder nicht kämmen, das ist ihr Wille. Bhakti hat keinen Einfluss von irgendwas. Sogar Vögel, Tiere, die kriegen Bhakti. Und wir kriegen sie nicht da. So Bhakti ist nämlich die natürliche Funktion von der Seele. So wie ist es möglich? Bhakti, Elefant, Gopal Das, der hat auch Bhakti und macht selber, aber wir haben kein Bhakti. Wie ist es möglich? Es ist Param Satanta. Komplett unabhängig. Das ist, warum Srila Bhaktivinoda Thakur Pashupaki heute Svarganira. So those who are going to laugh upbeat nicely with all their teeth open. So, die was sagen, oh, wir sind Brahma, wir sind Brahma. Rupanuga Saraswati sagt, wir haben einen materiellen Kopf. So, die werden niemals Bhakti berühren. Kein Glück. So, Brahmaham vadana paripurna jaramutim. Kim etano soshamo visaya rasamatyana jaro posun. Vedanta Sutra, they are actually beasts. So, Prabhupada sagt, das sind wie Tiere. Vishaya Rasa, mit materiellen Rasa. Vishaya Rasa, you know, Vishaya enjoyment coming from Vishaya, matter. Enjoyment coming from, is also one kind of enjoyment arranged. It is arranged by Mahadevi. Sisti Sivana Saika, Chaiva Yasya Bhuvani Vedati Durga Icha. Anurupama Piyasya Chiresta Chesta Teza Amadi Purusham Desanam Bhajami. Sisti Pralayana Sadhana Shakti Leka. So nur Maya Devi kontrolliert die materielle Energie, das materielle Vergnügen. So direkt kommt das alles von der Hauptquelle Krishna. Aber das materielle Vergnügen ist kontrolliert bei Maya Devi. So wenn Mahaprabhu sagt, Raganuga Bhajan, das ist wie ein Devotee, aber nicht wirklich ein Devotee. Wie Bhakta Brai. Das sind nicht wirkliche Bhaktas. Schau dir den Fall an. Hiranyagarbha war das ganze Leben. Die haben alle Vaishnava gedient. Er hat Dal gesendet, Reis, Dal, alles, Ghee und so weiter. Jagannath Mishra, Advaita Goswami, die haben alle Raghunath. But still, Chaitanya Mahaprabhu was so impartial that Mahaprabhu never speak. They are giving donations, so I should speak them. No, Mahaprabhu said, no, they are not bhakti. So Mahaprabhu selber sagt, obwohl sie das gemacht haben, sie haben selber kein Bhakti gehabt. Das sind Bhakta Prai. Still, Vishaya Vishtar Kura, Raghunathar Pita Jatha, Vishaya Vishtar Kira, they are the insects of Vishaya Rasa. They enjoy it is nice. They feel comfortable. So die fühlen sich dabei komfortabel. Manche Devotees, die denken sich, oh, viel Geld kommt von denen. Aber im Endeffekt sind die Personen selber nur durstig für ihre Zufriedenheit. Wir wollen sogar noch immer mehr und mehr. Das Geld schlussendlich, das bringt die weg vom Bhakti. Heute sind sie noch immer nicht zufrieden und denken, es ist Vergnügen. Das ist, warum Srila Prabhupada sagt, wir brauchen nicht so viel Geld.
einen großen Gehalt von Geld wollen wir nicht. Weil wenn du mit dem beschäftigt bist, mit Sicherheit fangst du dann Vaishnavas an zu kritisieren. Ganz natürlich passiert es. So, Lakshmi Devi kommt auf eine Eule und der Eule ist blind, so die kann nicht sehen untertags, nur in der Nacht. So, wenn Geld kommt, dann wärst du genauso blind. Lakshmi Devi gibt dir vielleicht viel Geld, aber es macht dich blind. Wenn du Harinam Apparat machst, dann kriegst du viel Geld. So, passt auf. So, vom Namapparat kannst du auch ganz viel externe Dinge kriegen. Da musst du aufpassen. Du kannst Geld kriegen, Ansehen, alles. Aber wenn du wirklich versuchst, Namabhas zu chanten, Namapparat sollst du nicht machen. Und wenn du materielle Sachen denkst, beim Harinam chanten, nachher Seva, you try to do seva, always busy with some give, dann, give, that, cook and all, for Supreme Lord. Always try to engage. So, du sollst dich selber immer versuchen, in Dienst einzuteilen und die heiligen Namen chanten. So, wenn du nicht selber im Seva bist, weil momentan hast du noch nicht die Kapazität für das, die im Zimmer einzusperren und dort Harinam zu chanten. So, du musst Seva machen, dann kommt automatisch der heilige Name. Guru Vaishnav Seva, Vani Seva und so weiter. Also Gurudev ist gegangen, aber du hast Vani Seva. So Guru Maharaj hinterlasst uns ein großes Feld von Seva. So er ist inspiriert, eben den Seva nachzugehen. Und das hilft uns. Und dann können wir irgendwann rein chanten. Kriya Shakti Tira Dhigostu Brahma Hampadana Paripullan Jaromatino King Etano Sojano Visera Samatyano Narobusuno Na Ki Sanchit Leso Ki Ahaha Milito Guru Madhuna. They cannot get any smell of Gauranga Mahaprabhu. So, die können nicht einen Hauch von Gauranga das Lotusfüße riechen. How exclusively we can express our deep, concern about them. They are actually more than beast. They are more than beast because they are beast. Beast can do something. So, das sind sogar niedriger wie Tiere, wie Schei. Tiere, die machen irgendwas aus ihrem Instinkt, die gehen durstig, machen es oder wollen was essen und gehen, aber die Menschen, die können ganz tief runtergehen, um die Dinge zu kriegen. So, wenn die Gesellschaft immer mehr runterfällt, das ist Degradation, das ist so gefährlich. Und das passiert eben auch auf dem Feld von Vaishnavism. Es soll nicht runtergehen. Prabhupada Saraswati Prabhupada sagt, so, so, die schauen aus wie Menschen, aber es sind Tiere. Naraposhun. In Bhagavatam, Dipade Chatuspad. Dipade
So, die haben 2 Füße, aber die sind eigentlich gleichzustellen mit 4-beinigen Tiere. Vielleicht sind sie auf 2 Füße und du denkst, das ist ein Mensch, aber das sind keine Menschen. Das sind sogar gefährlicher wie irgendwelche wilden Tiere. Vasishtha Muni, der sagt, Vasishtha Muni hat auch gesagt, these 3 factors are all common. so die Faktoren, Schlafen, sich bauen, Essen, das ist gleich, wie die Tiere haben das auch. So, die Menschen haben das auch, das ist das Gleiche. So, was unterscheidet die dann von den Tieren? Nicht dabei. Manchmal hast du Angst, Tiere haben auch Angst, du hast Angst. Oder du Your consciousness knowledge is going to give you extraordinary backing. Extra facility you are going now from animal. Those animals, they don't have that consciousness, that much consciousness they don't have. So, die Tiere haben eigentlich kein hohes Bewusstsein. Aber wir sind so tief, damit wir auf demselben Level wie Tiere sind. Niedriger sogar. If they are not going to get this kind of knowledge, consciousness, how we can say they are man? Man means Bengali, Manush. Manav, this word coming from Manu. Manu, the first man. This Manav. Satarupa, Manu. Satarupa and Manu is 2. Manu, das Wort Manush kommt Mensch, das kommt von Manu. In der Bibel ist Adam und Eva, aber dem folgen wir nicht, wir folgen die vedischen Schriften. Das war, der erste Mensch hat Manu geheißen. Manu, Manush. Manhush bedeutet, so wenn der Mensch nicht die Art von Bewusstsein kriegt, Manhush, wenn er das entwickelt, nachher ist er gleich zu setzen auf die gleiche Stufe wie ein Tier. That kind of consciousness should be there. If that kind of perfect man, you can identify me in this whole world, you can show me if there is some perfect man. Also du kannst schauen in der Welt, wo es ob du wirklich einen perfekten Mensch findest. Du kannst absuchen in der Welt, ob du wirklich einen Menschen findest, der was wirklich ein Mensch ist, so wie Krishna ihn kreiert hat. Krishna wollte Bhakti mit jedem austauschen, aber die meisten haben das Bewusstsein verloren und ist degradiert zu der Stufe auf Tiere. In Chaitanya Charitamrita steht da, wenn so Krishna selber hat verschiedene Formen in verschiedenen Geburten, dass er immer denkt, er ist mit dir, also Schildkröte, Löwe, Eber, Wildschwein, so viele Tiere, weil er eben sagt, er ist mit ihnen, mit allen Tieren. Hat so viele Inkarnationen, die höchste Persönlichkeit. Krishna.
Krishnadas Kaviraj Goswami im Chaitanya Charitamrita, der schreibt, er sagt, er hat schon mehrmals das erwähnt, bei Gita Kalila. Chaitanya Vaidyam bedeutet ein spiritueller ayurvedischer Doktor. Das ist I'm going to take title of that Chaitanya Vaidya, Chaitanya Mahaprabhu. Why? Because Vaishunno Brahma Kirito, Vaishunno Kito Kirito. I have no qualities. At all, my real self was there. But like one book kept for a long time, some bookworm can enter and cut whole books. Whole book, na? Bookworm what? So, wenn du jetzt ein Buch hast, gibt es Beispiel, das was lang liegt, dann kann ein Buchwurm kommen und das auffressen. Du öffnest das Buch und du siehst dann vor, dass alles aufgegessen ist. So Krishnadas Kaviraj Goswami sagt, Vaikunya Kita Galida. All meine guten Qualitäten sind aufgefressen von solchen Insekten. Die haben das wirkliche Selbst, fangen sie jetzt zum Essen an. Vaishunna Prana. Und es ist ein Charakter wie tierischer Charakter. So, es sitzt in mir. So wie tief das sind die Gefühle, was Krishna das Kaviraj Goswami da aufzeigt. Trinada Pisunichana. Krishna das Kaviraj Goswami ist kein normaler Devotee, ist Kastura Mancha, topmost Devotee. Hat volle Krippe von Nityananda und Radharani. Aber spricht auf so eben für uns. Vaikunya Kito Kalito, Vaishunno Brahma Kalito. All different kind of unwanted qualities like beast appearing inside my heart. Oh my God, how to get rescue? See Chaitanya Vaidyamasraya. Sie Chaitanya Vaidyamasraya. So wie kannst du frei werden von all den tierischen Eigenschaften. Nur von Chaitanya Mahaprabhu, der kann dir helfen. So ängstlich ist Krishnadas Kaviraj Goswami, wie er von dem befreit werden kann. So wenn Krishna kommt in der Form von Ram, Sri Krishna Chaitanya, nachher kann man Sichtweisen austauschen und mehr verstehen. Prabhupada Saraswati sagt, er will uns daran erinnern, wenn das Rasalila, wenn du 2, 3, 4 oder 5 wirklich geniale Leute bringen kannst, auf der ganzen Welt, wenn du jetzt rausgehst und suchen, dass du wirklich Menschen findest, die was wirkliche Menschen sind, ohne Apparat, ohne irgendwelche dunklen oder schmutzigen Sachen. So wenn die Harika da hören von Srila Prabhupada, nachher ändern sie sofort die Herzen. Vikriti dam vrajavadu bhava virjamishnu. Scientific way. So, more scientific way we should explain, not like madman. Anyway, so those who are having no aparat, nothing, they are actually human beings. Somehow. So die, was keine Apparat sein, das sind wirkliche Menschen. Kann er vergehen. Und die kriegen eine Reaktion in ihrem Herz von Harikata, wenn sie hören von einer ausgewählten, ausgezeichneten Quelle. So many conditions I already told, I am not going to touch this chapter. So Prakasa Prabhupada also we are going to speak this way. Now one thing I want to give you a reminder, that just half an hour before I was discussing this point, that we are all saktimator. I was telling now, Krishna is only Supreme Lord, Supreme Hero.
So, Krishna ist der einzigste Herr und alle anderen sind Prakriti. Shakti-Tattva. Nur Krishna ist der Herrscher über das alles. In Krishna sind alle Namen mit inbegriffen, alle Avatare. Krishna ist der einzigste Purusha, nennt sich das. Und alle anderen Seelen, Jivatmas, das sind Part and Part, Shakti-Tattva. So, wenn du vom Herzen fühlen kannst, dass du Shakti-Tattva bist, nachher kann niemals Karma in dein Herz kommen. Dann kannst du drüber lachen. Purusha ist derjenige, der sich vergnügt. So der Einzige, der sich vergnügt, ist Krishna. So alles ist da für Krishna. Alles ist da, zum Krishna zu dienen. So die Tochter, die Frauen, alle Ehefrau, alles sollen für Krishnas Dienst verwendet werden. Deine Kinder, dein Geld, dein Vermögen, alles soll für Krishnas Dienst verwendet werden. So wie Ambarish, der König Ambarish und so weiter. Die haben sich niemals irgendwas Persönliches gehalten. Und deshalb sind solche Leute alle erfolgreich gewesen. Alles, was du in dem Universum siehst, ist alles da. Ganz egal, was für Gegenstand. Das sind alles Gegenstände, was man für Krishnas Dienst verwenden kann. Follow what I mean to say, very important point. Diversity must be there. So why I become chanchal? Diversity can be there. Diversity must be there. But why So, we have become chanchal? Verschiedenheit muss da sein. Bhammeti, Brahmeti, Parameti, Shakti. I am speaking one incident. Because they are speaking so much tattva katha, you cannot digest. Tomorrow I can tell you what you speak, you cannot remember. So one tattva I can speak, practical. Also kann ein praktisches Beispiel geben. Previously I used to go to Calcutta for publication seva. All the time, one and all. I am coolie, I am writer, I am editor. So, er ist immer gegangen nach Kalkutta, um die Bücher zu drucken. Er hat die Bücher geschrieben, editiert und dann druckt. Tag und Nacht war er beschäftigt. Tag und Nacht. So, er ist eines Tages nach Kalkutta und ist dann dorthin in der Mat von Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj in ein kleines Zimmer und ist da gesessen und hat seinen Seva gemacht. Und eines Tages Schüler kamen von Schüler Reine. 7, 8 Jahre zurück, dass der Schüler von er ist dort gesessen. I'm busy to chant, Amit is there. So many steps I have to open papers, job all the time. Whenever I go to Kolkata, Delhi more, there also. In Delhi, my publication, in Okla Press one, Naran Maharaj is disciple. 10 books at a time. Er hat immer ganz viele Bücher publiziert. History, there. All the time busy. So one devotee, his name is Vrindavan. So ein Devotee, sein Name ist Vrindavan. His godfather is staying in my room. He saw me and ran come. Er ist zu ihm gekommen und sagt, oh, Problem. Maharaj, jeden Tag im Internet. We are giving something for benefit for the public, so that preaching. But one Muslim Geben mir was zum Predigen für alle Leute. Aber eine Muslim-Lady, die spricht immer dagegen, ganz stark.
so viel Blödsinn spricht sie gegen Krishna. Und für lange Zeit hat er ihr versucht, Antworten zu geben, der andere, aber dann hat er gefragt, ist es zu viel, jetzt kann ich nicht mehr, so kannst du mir helfen. Okay, sag mal, was sie schreibt. Und er hat seinen Computer gebracht. Dann hat er gesagt, okay, er chantet jetzt sehr Anik und schreibt. Aber an dem Tag hat er nicht Anik chanten können, da hat er die Sprache sich immer erinnert an das. Nachher hat er angefangen zu schreiben. Das ist mein Anik. Er hat nicht viel über das geschrieben. Und nachher hat er das alles geschrieben, was er... Und er hat das aufgeschrieben dann. Und nachher haben sie das der muslimischen Frau geschickt. Das SMS oder die Nachricht, den Brief. Und die Frau war komplett stumm, nachdem sie den Brief gelesen hat. Er hat sie nicht disrespektiert, sondern er hat gesagt, und von dem Tag hat sie nie mehr irgendwas Schlechtes geschrieben. So müssen die Gaudiya-Devotees Antworten geben. Nicht, dass jeder mit seinem eigenen Tempel beschäftigt ist. So was macht man wirklich für die Gaudiya-Gesellschaft. Es soll nicht jeder mit sich selber beschäftigt sein. Es muss eben alles für die Gaudiya gemacht werden. Bhakti Vivek Bharati Maharaj, der hat auch keinen Tempel, der sitzt am offenen Feld in Dhaka und hat dort Harikatha gesprochen. Und hat Tausende von Leuten angelockt und die haben von ihm gehört. Das sind Gaudiya-Devotees, obwohl er nichts gehabt hat. Kein Tempel und nichts. Das ist Harikatha. So wie identifizierst du das? Wenn du ein Devotee jetzt testest oder testen willst, auf so eine Art und Weise kannst du ihn testen. Wenn du beschäftigt bist mit deinem eigenen Tempel, oh, lass sie machen, dann hast du wirklich kein... Dann beschäftigst du dich nur mit dir selber und das ist nicht für die Gesellschaft. So was kannst du dann zu GaudiyaVaishnavas beitragen, zu der Gesellschaft. Die meisten Leute sind so ignorant und du kannst sie ganz leicht irreleiten. Die verstehen das alles nicht. Also was für einen Dienst machst du wirklich für Prabhupada? Nicht wie viele Tempel, wie viele Feste, wie viel Geld, sondern was du wirklich gemacht hast, um das Vedanta zu schützen und Chaitanya Vani zu schützen. Die Sprache von Mahaprabhu und Srila Prabhupada. So we all Gaudiyas, actually Gaudiya devotees, we are always busy to protect all Siddhanta Vani all the time. If Siddhanta Vani protected, everything can be protected. So, und Gaudiya ist immer damit beschäftigt, das Siddhanta zu schützen. Wenn Siddhanta Vani geschützt ist, dann ist alles andere auch geschützt. Das ist das Einzige, was wir besitzen. Großen Schatz von Siddhanta Gaudiya Vani Vaibhav. Bhakti Vaibhav. Bhakti is the Vaibhav, then Bhakti Vaibhav, not ordinary thing. Follow. So, Gaudiya
So, wir haben kein Interesse, wie viel Geld, wie viel Tempel oder was du aufgemacht hast, sondern wie du das Vedanta geschützt hast. Why not you are engaging all your money and everything to protect this? If you can do some litigation case against somebody, it is also your So bhakti. viele haben so viel Geld, warum verwenden sie das nicht für das, dass du wirklich das reine Bhakti predigst? Da gehört vom Bharati Maharaj und Senior Devotees, nachdem Prabhupada gegangen ist, war ein großes Problem. Es sind viele Fälle aufs Gericht gegangen, zwei verschiedene Seiten gegeneinander. Speaking Maharaj, that time case going on, where to stand we don't know. Two party, big case. So zwei Gruppen haben einen Gerichtsfall gehabt. Keshav Goswami Maharaj und gegen andere. Weil die wollen alles verkaufen. Die ganzen Tempel und alles von Prabhupada. Die meisten haben gesagt, lass sie einfach machen, lass sie machen. Die, was still sein können, das sind große Vaishnavas heutzutage. Und derjenige, was spricht, das sind keine Vaishnavas. Das ist heutzutage das Motiv, was die meisten Leute haben. This is the case at present. If you speak of the idiot, you can call them, you can make them, they can call one group and they can make you separate. There is a case. That time, Bhaktivinoda speaking, I was writing some points spoken by Keshav Maharaj. Keshav was speaking. Now, Tomo, go on writing. I am speaking. Keshav Maharaj. Narodam Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj hat die Punkte aufgeschrieben, was Bhakti Bhagavan Keshav Goswami angesagt hat. Und dann hat er gesagt, schreibe in dem Format und bringe es dann zum Sridhar Maharaj, das ist ein Lawyer, ein Gerichtsmann. Er kann es abchecken. Und Sridhar Maharaj hat es gelesen, oh, wunderbar. This way, Bhagavad speaking, they are filing case and case going on, all fun. Ultimately what happens? They want to sell all property, they want to wipe So, die wollten alles verkaufen. Und die wollten den Namen von Prabhupada auslöschen. So, wenn du wirklich Prabhupada liebst, oder warum machst du das Publizieren von so unauthentische Bücher. Und du sagst, du folgst Prabhupada, die haben so viele unauthentische Bücher publiziert von der Gaudiya. Er hat auch die Bücher. So der Gerichtsfall beim Keshav Maharaj, das war auch Bhakti. Aber da sitzen im einsamen Zimmer ist nicht Bhakti. So, you can remember, I heard from Guru Varga Prabhupada, that one Babaji Maharaj there in Navadvip, Babaji Maharaj hat erklärt, Bhaktivinoda Thakur hat gesprochen. one Babaji Maharaj from Also that Babaji side of Maharaj, river, it is one actually field of Sahaja, that side. If they hear this Harikatha, they can become very angry. Sahaja field. From there, one Babaji Maharaj, es sind ganz viele Sahajas and going to Krishnanagar to file one case in against Navadvip. some or other one. Suppose today is filing case against this devotee, tomorrow this.
So da hat es angegeben, der hat so viele Gerichtsfälle gemacht gegen Devotees. Und einmal sind alle Devotees zusammengekommen, haben eine Gruppe gemacht und sind zum Bhaktivinoda Thakur gegangen. Und die sagen, wir sind jetzt zu dir gekommen, weil der Babaji Maharaj, der ist nicht beschäftigt mit irgendeinem Bhajan. Der ist jeden Tag beschäftigt, irgendeinen Gerichtsfall machen. Was ist das? You're doing Harinam inside room, it's not bhajan. But Babaji Maharaj, when coming and crossing this river and going to take travel to go to Krishnanagar, that long distance, and finding one case is an appropriate bhajan, named bhajan, 100% perfect bhajan for you. Why? Why? You like to know why? Sit, I'm speaking. So, hat gesagt, Srila Bhaktivinoda Thakur, das, was du machst, das ist perfektes Bhajan. Derjenige, was die Gerichtsfälle eingeführt hat gegen den Devotee und den Devotee, und die anderen haben gesagt, na, das Chanten, warum chantet er nicht, warum macht er sowas? Und dann sagt er kann eben nicht tolerieren, also manchmal macht sie Probleme, dass sie eben Geld für euch selber verwendet oder mit irgendwelchen Frauen zusammen seid illegal. So wie kann das der Babaji Maharaj tolerieren? Deswegen macht er sich den Aufwand, dass er geht und Gerichtsfälle einleitet gegen euch. All properties of Gaudiya Mahaprabhu. They have to misuse this. You are going to get the association of widow, helpless widow. We know, idiot. So he is doing bhajan. Yours is not bhajan. Someday some devotee is speaking in front of Bhaktivinoda Thakur. Manchmal Devotee. We come here to Harinam, to do Harinam. Die sind gekommen zu Bhaktivinoda Thakur. Wir sind dort hergekommen, um Harinam zu chanten, aber Babaji Maharaj sagt, geh aufs Feld und schneid dort das Gemüse und pflanzt das Gemüse. Sind wir für das gekommen, um Kartoffeln zu pflanzen? Babaji Maharaj sagt, gib Wasser und das und das. Dann sagen wir, na, wir sind hergekommen, um Bhajan zu machen. So willst du jetzt Babaji Maharaj folgen oder nicht? Was Babaji Maharaj macht, sagt, das sollst du machen. Dein Harinam in einem einsamen Zimmer ist kein Harinam. Es ist ein mentales, konkroktes Bhajan. Ihr denkt über Frauen nach mit einem Gopi-Körper und einem illegalen Hero. Krishna. Und über das denkst du, das ist nicht authentisches Bhajan. So wenn Maharaj sagt, Wasser zu den Pflanzen, das sollst du machen, dann ist das dein Bhajan, ansonsten geh weg. Babaji Maharaj, wenn einer sagt, geh, mach Parikram. Die meisten, Srila Bhaktivinoda Thakur hat gesagt, folg Babaji Maharaj, das ist Bhakti. We can make fool of this human society, foolish society. How they cannot understand the mood? They think to keep silence is bhajan. I can prove that I am big Vaishnava, I am not speaking against anybody, but they are not going to understand the mood of Prabhupada and Bhaktivinoda Thakur. Somehow whole life Bhaktivinoda Thakur wanted to give full protection to Siddhanta Bhai. But still they want to speak Bhaktivinoda Thakur is Sahajiya. They wanted to. We see Bhaktivinoda Thakur writing some, kirtan from Santipuri call. Many times I give answer. Now, I want to enter into the main point. What is that? That you are all saktimator. Follow? Not that you are going to hear some tattva. You have to realize. We are all saktimator. If we can realize this point, then we cannot express our
Purusha Bhava, means enjoyment mood. Follow. We are all items of Krishna's enjoyment. Try to understand this point, not false philosophy. You will have to digest this. Otherwise, never you can understand this vital point. So all we have to think, we all are the items of the game of Krishna, playing. Krishna playing with all items, enjoyment. We are all the items of playing. Also alles ist da in der Welt für Krishna. So this way, we can never express this Purusha Bhava. Und dann hast du niemals ein Purusha Bhava, die Einstellung, dass du der Vergnügende bist in der Welt, sondern du fühlst, dass alles, was da ist, das gehört nicht dir. Du bist da, um Krishna zu dienen. It's very easy for you to get entry into Raganuga Bhajan, if you can do it. This is the key point. The key point, and you can open the key and go entry. Follow. Yesterday I wanted to speak so many things. You could not believe me. Sometimes you are laughing because I was speaking so nice. Darshan, topmost, secret darshan. You cannot understand. Now, actually when those, Nanda Gopu Kumari Kaha, their position is so excellent that So der Nanda Gopa Kumarikas, jetzt kommt er zum Vastraharan Lila wieder. Sogar Krishna wird verrückt, um jetzt die Mädchen zu sehen. Die Seva-Mut, was sie im Herzen tragen. They cannot conceive. Somehow they like to do. They, without Krishna, without me, they are going to die. So ohne Krishna sterben die. Sie haben so eine große Liebe. Wenn Shama Sundar zu denen sagt, Nanda Gopa Kumarika, ihr könnt jetzt rauskommen vom Wasser, von der Yamuna. Es ist Winter, es ist kalt, kommt raus, aber sie können nicht raus, weil sie scheu sind. Manche versuchen das lila dreckig zu machen oder schmutzig. Si Chaitanya Prabhum Bande Palopiyatanu Krataranana Matatkram Prapto Vedanta Sutra. They cannot come out with Siddhanta. They are all misled. That's why, Sarv Gosai was bound to shout. Why Sarv Gosai was bound to shout? Jaho Bhagavad Paro Vaishnavas Shaho Bhagavata Pada Vaishnava Kanasta Kantashra Chaitanya Charana. Chaitanya Charana. Gaurangir Bhaktigane Nityagana Sango Tabe Janiva Siddhanta Taram. Gaurangir Parsa. All of us go, try to get the association. So kriegt die Gemeinschaft von Gauranga Parishats. Ansonsten, wie kannst du den Ozean von Siddhanta erkennen? Siddhanta Sagara. Da sind Krokodile drinnen und Haie, die schwimmen in dem Siddhanta Sagara, in dem Ozean, und die fangen die und fressen die auf wie ein Python. Old man gone. Where gone? This way, be careful. Back to Siddhanta Sagara, not a matter of joke. Infinity ocean of Siddhanta, how we can get? You cannot get out until and unless you are going to get the full keep up of this GaudiyaVaishnavas. Oh, Chaitanya, Bhaktagane, Nityagana, hey! Go and take the association of those parcels of Chaitanya Mahaprabhu. Nimm die Gesellschaft, die Gemeinschaft von den Bhaktas, von Gauranga Mahaprabhu, dann verstehst du, was Siddhanta ist. Prabhu actually speaking, Sarvagosai speaking, Rasavas Siddhanta Virod, Rasavas Siddhanta. You are going to read this tattva? Foolish? You can make something. You like to make Narayan, you can make monkey. Shiv Gota Hanuman in Bengali, proverb. One proverb was, a bad workman always quarreling with tools. Naste na janle uthon beka in Bengali. Shiv Gote Bando. Little Bengali you should learn. A little bit.
Shiv Gordama, you like to make Shiva, but you make monkey. This is your darshan. You're going to read Bhagavatam. Huh? Foolish. Shiv Gorte Bandhu. Shiv Gorte Bandhu. Gorte Bandhu. Shiv Gorte Bandhu. Saktam Sivam Sundaram. Saktam Sivam Sundaram. Very beautiful. But you make one monkey. This proverb, nice proverb there. You should memorize, so nice, you can get enjoyment, you know. So here point is that Sarup Goswami want to chide, hey, go! Chaitanya Bhaktogar and Nityagar, go! Try to get the association of the, all the devotees of Chaitanya Mahaprabhu, Purusha. Then you can understand what is Siddhanta. So nimm die Gemeinschaft von den Geweihten von Chaitanya Mahaprabhu und dann verstehst du Siddhanta. Fierce attack. And Bhakita Gopi becomes shaking. Sigh in front of all public, devotees. He was so insulted. He's feeling very shy. Cannot look at Sarup Goswami. So, war dann ganz schüchtern, derjenige, der was das gesagt hat, das Sarup Goswami. Zu dem Sarup Goswami. All the parcels of Chaitanya Mahaprabhu, how I can understand, you can enter into Raganuga Bhajan? It's not possible. So it is written, so Sarup Goswami is written. Sri Chaitanya Prabhu Mandir. Balo Piyatanu Prabhu. Balo mane, one small boy, kids. Balo bedeutet der kleine Junge, Kids are sent to kindergarten. der was im Kindergarten sein. Small boy. It is written. Balo Piyatanu Prabhu. By the mercy of the Chaitanya Mahaprabhu, he can also cross this. So, gerade Kinder bei der Mercy beim Chaitanya Mahaprabhu können den Ozean erqueren wie Chaitanya. Für den war es auch möglich. Without any clothes, playing here and there. And all this with a kiss. My father, you are actually speaking Siddhanta. Father, you are speaking this kind of Siddhanta, you are going to ruin the whole world. But they was laughing, really so. Really so, come on my boy. Taking him back and kissing. You are actually. So don't try to make any dirty meaning. Shyama sundarati dasaha karvam taboditam dehi vasansi dharmagyo nochet ragye purvamahi. Shyama sundara. Okay, very nice. Shyama sundara, very soft name. Te dasya karvam taboditam. As you told, we are going to serve you whole life without any argument, without any condition. Really so. Shyama sundara te dasya karvam taboditam. As you told, okay. But still, we are begging for our government. Dehi vasansi dharmagyo. So, oh Shyama Sundara, sagen sie, wir sind Dienerinnen, bitte gib uns unsere Kleider zu. Du bist Dharmaga, du weißt über Dharma Bescheid. Krishna Dharmaga? No! Krishna Dharma Moolam hi Krishna. Dharma Mool. What is the root cause of all Dharma? What is Dharma? What is Dharma? Krishna ist die Wurzel von allem You cannot Dharma. digest what I speak all previous days. How we can understand? What is authentic, what is unauthentic? All depends on what kind of heart is there inside me to serve Krishna. Huh? So alles, was authentisch ist und unauthentisch, das hängt nur davon ab, wie du es in Krishnas Dienst verwendest. Krishna ist Dharma. Krishna ist die Wurzel von allem Dharma. Dharma oder Adharma spielt ja keine Rolle. Adharma, wenn es für Krishna ausgeführt ist und Krishnas Wille ist, dann ist es Dharma. For me, if you are going to do any sinful activity, that is also Dharma. Wenn man irgendeine sinnvolle Tätigkeit für Krishna macht, ist es auch Dharma. Krishna war in der Gurukul, er hat zu seinem Freund gesagt, oh, er ist so hungrig, kannst du was organisieren? Nicht viel ist da. Gurudev ist auch nicht da, Guru Mata ist draußen. So, das ist jetzt die Möglichkeit.
hol da was von der Vorratskammer. Okay, er kann das machen. Und Sudama Vipra ist reingegangen und hat ein bisschen Getreide gestohlen. Und dann Krishna in der Zwischenzeit spricht er zu Guru Mata und sagt, oh, der geht jetzt und stehlt. Und nachher ist er bei frischen Hand ertappt worden. Und nachher ist er vor Krishna gekommen und hat gesagt, oh, warum hast du es Guru Mata gesagt? Ja, ich wollte dich testen, sagt Krishna. Ich wollte ja wissen, was du nicht machen kannst für mich. Oder was kannst du wirklich nicht machen für mich? Ich wollte dich testen. So Krishna wollte ihn testen, was er wirklich für ihn machen kann. So Samasandarati Dasya Karavamata Bodhitam. Really, daily what you will have to give us garments. Without garments we are actually, in cold water. So gib uns die Kleider, weil schon sind sie eben in dem kalten Wasser. Und sie sagen, die Mädchen, wenn du Adharma machst und in dem nächsten Leben wirst du die Reaktion kriegen. Die wissen nicht, dass Krishna die höchste Person ist. Weil sonst würde das Rasa-Tattva nicht funktionieren. That I already told you that they are going to speak softly first, Sham, dann. Also wir sprechen am Anfang Sham, dann, Bet, so 4 Arten von Prozeduren. Hiranyakashipu wollte 4 Prinzipien anwenden. Prahlad. Für Prahlad, Hiranyakashipu wollte Dinge anwenden, die 4 Regeln für Prahlad Maharaj. Am Anfang sagt er, Prahlad macht das, aber er ändert sich nicht. Dann, oh, wenn du das machst, dann kriegst du das und das und das. Sham dann und dann Bet. Und nachher, sagt er, und das Letzte ist dann der Dann, nachher kriegst du 8 Prügel. So die 4 Arten, die sind angewendet worden auch vom Prahlad Maharaj bei Hiranyakashipu. So die Nanda Braja Kumarika, die haben so ein sanftes Herz und der Ziel ist, dass sie Krishna kriegen in dem Leben. So, sie sprechen sanft am Anfang, dann sagen sie, oh, wenn du das machst, dann kriegst du das von uns. Dann sagen sie was von den Vedas, so, wenn du das jetzt machst, dann kriegst du das in der Zukunft, das und das Problem. Und nachher sagen sie zum Schluss, oh, wir gehen zum König und sagen ihm Bescheid, was du für Streiche mit uns machst. One loophole. They are making this loophole for themselves. What is that? Okay, very nice. Bhagavan speaking. Bhavato yodi me daso mayoktam ba karishvatha tatragato swavasansi pratichantu suchismitaha. Oh, suchismitaha. Then, if you are at all going to serve me whole life completely, then why not you already told me just now, you are totally dedicated to me, then I am going to test you, you are really dedicated to me or not. I am speaking you come out of water, you are not going to obey. So you are not actually, I am not going to keep any relation with that kind of girls, those who are going to speak lie. I am going, no. I am not going to speak in life. You already told you are going to do. Going to
So, Krishna sagt, jetzt seid ihr schon so lange, ihr macht nicht, was ich sage. Für lange Zeit seid ihr es nicht kennen. So nachher werde ich euch alle Kleider nicht zurückgeben. Gestern hat er einen Punkt besprochen, was er heute noch ein bisschen weiter besprechen will. Suchismita bedeutet Vishwanath Chakravarti sagt. In Ragnar, Vishwanath Chakravarti was speaking, it is a Singar Baba. Vishwanath Chakravarti was speaking, it is secret, secret Baba. Dort ist jetzt eine versteckte Stimmung in dem Wort Smita. Suchismita. If you are at all going to get this kind of facility, and it is one kind of Singar Baba, Singar Rasa. So das Art von Shringarasa. Und bei das will Krishna ihnen ein Signal geben, ein Zeichen, dass ihr Herz und sein Herz, das passt, das stimmt zusammen. Vom Herzen, sie lieben ihn und vom Herzen Krishna liebt sie auch. Deswegen ist das Wort von Smita, Suchismita, das ist so ein Codewort. Außere Leute können das nicht verstehen. Shama Sundar der Sulka. We are all Sulko, unpaid maid servant. We are not going to expect any salary from you, right? Wir erwarten uns nicht irgendein Guthaben oder Salary von dir, nur Liebe. Paradochadi. Then atragatyo savasansi pratichantu suchismita. Why not you come and take all your respective garments? You can come one by one, or you can come in group. I have no objection. At all, if you are going to give some warning to me with this word, what is that? Nochet aham. And you already said, nochet ragye bruvamahi. You just told me you are going to complain. Also Krishna sagt, ihr habt jetzt gerade gesagt, ihr wollt euch beschweren gehen beim König Kamsa. Okay, ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber na Chet, wenn ihr jetzt nicht in die Nähe von dem Baum kommt, raus vom Wasser und nehmt ihre Kleider, dann werdet ihr es ja nicht kriegen. You can go and complain against me to king. What king can do? I am not going to give God and what you can do. So, was könnt ihr machen? Ihr könnt gehen, geht's. Aber wie geht's ohne Kleider? Krishna spricht so. Also wenn ihr mir nicht folgt, dann werde ich euch nicht die Kleider geben. Ego means very nice ego. They cannot, Krishna is going to put some, Divya. I cannot give. So, die können nicht rausgehen und Krishna hat seit Dirabhav, so Kula Dharma. So, wenn alles Kula Dharma und die Gesellschaftsregeln verschwinden, dann geht die ganze Gesellschaft, wird fehlgeleitet. Der Charakter geht mehr und mehr runter. Und die ganze Gesellschaft bricht zusammen, kann zusammenbrechen. Kula Dharma. Das ist nicht für keusche Frauen. Das soll normal, für keusche Frauen ist es nicht möglich, Kula Dharma zu brechen. Die haben so Würde, so Ehre. Und ihr Scheines können sie auch nicht überkennen. Scheines ist auch wie ohne Mensch. So, wenn Scheines nicht da ist, dann bist du nicht wirklich eine hübsche Frau.
das ist wie ein Ornament, ein wirkliches Ornament. Nicht irgendwelche Halsketten, das scheuen es, damit du dir nicht jeden offen herzagst. Das ist komplett das Gegenteil. So, die würden eben niemals, die Bhajakumarikas oder die Matajis, die würden nie die Prestige, die Würde aufgeben in der vedischen Leben. Die können früher sogar sterben für das. Es gibt so viele Beispiele. Ein oder zwei Beispiele kann er geben. Wenn jetzt hat eine Frau gekocht im Zimmer und das Feuer, das Kleid hat Feuer gefangen. Ein anderer Mann ist da, um ihr zu helfen außerhalb, aber sie ist bereit, eher vor dem Mann zu sterben, als wie wenn sie jetzt das Kleid aufmacht und öffnet. So, damit sie sich nicht verbrannt wird. So, lieber verbrennt sie. Das ist die Würde, was die vedischen Frauen haben. Oder eine Gruppe, die wollten Matajis kidnappen oder haben sie festgehalten und die haben aber alle Gift dann genommen. So indische Soldaten haben auch so gemacht. Wenn die Chinesen sie gefangen haben, nachher haben sie auch Gift genommen, weil ansonsten, wenn sie mehr und mehr foltern, nachher können sie mehr und mehr Informationen kriegen. So, die haben alle davor Gift geschluckt. Sie ist auch vom Rahmen gekommen, sie hat nicht die Gelande über ihn seinen Hals hängen können. So, die sind so scheu vedische Mädchen. So, die kleinen Mädchen, für die wäre es kein Problem, dass sie aus dem Wasser gehen. Aber jetzt haben sie die Stimmung in der ausgeblühten Form. Vielleicht sind sie erst 3-4 Jahre. Durch Krishnas Barmherzigkeit haben sie schon das Gefühl von einer kompletten Mataji, obwohl sie klein sind. Und sie fühlen sich jetzt scheu vor Krishna. But this is not the procedure. I can go out of water without clothes. They cannot go. Still, they cannot go outside. Krishna waiting. Those Krishna waiting. All those Brajagopikas, hey, those Nanda Gopo Kumarikas, they are waiting. As if there is tag of wearing, tag of what? Tag of wearing, rope. From this side somebody, this side. From this side, we used to do in school. Master, one side, one student. So, das ist so ein Wortspiel, was sie eben jetzt immer hin und her. Das Scheines und Krishna ist auf der anderen Seite, so wie man mal Seilziehen macht. Auf einer Seite das, auf der anderen Seite das. Zieht es dahin und dahin. Sie können nicht raus aus dem Wasser. Und Krishna macht wieder Argumente. Oh, wenn es jetzt so lange braucht, dann gehe ich von da. Und dann schauen sie sich jetzt gegenseitig an. Sie finden keine Lösung, weil Krishna macht nicht, was sie wollen. Er will wirklich den extremen Punkt sehen, Krishna. Und sie verlassen auch die Scheue nicht. So nachher haben die Gopis gelacht, sich gegenseitig angelacht.
unique chance. Because Kaptainima, after our brata complete, immediately we are going to take our breath snan, immediately Kaptainima giving this result. And we are going to miss this opportunity. So, und wir haben jetzt Krishna gekriegt durch das Katyayani-Vrat. So, dann sagen die Bhajakumaris, lass uns gehen. Und sie ignorieren die Scheunis und gehen raus aus dem Wasser, aus der Yamuna. So, dass sie sich mit langen Haaren und sie versuchen ihren Körper also nicht zu offenbaren und gehen dann zum Krishna. Aber Krishna denkt sich, jetzt muss ich sie noch mehr testen. Ohne dass er sie voll testet hat, akzeptiert er sie nicht, der Krishna sagt. They coming out of this Jamuna river and try to get land, Bhumi from water. They are coming out and somehow they trying to check up their body and cover up their body with their front, position with hair, this that. Now Bhagavan speaking. Bhagavan anahata viksho shuddha bhava prasadita. Now Krishna became very satisfied. So Krishna ist jetzt dann zufriedengestellt. Keiner normalerweise kann Latscha die Scheue aufgeben, aber die vergeben die Scheue auf. Bhagavan anahata viksho shuddha bhava prasadita. After looking there, vishuddha bhava. So nachdem ihr so Vishuddha Bhav gesehen, komplett reine Gefühle, dann gibt jetzt Krishna die Kleider alle auf seinen Rücken und gibt jeden Einzelnen die Kleider, obwohl er der höchste Herr ist, die höchste Persönlichkeit von Gott. Die höchste Persönlichkeit. So Krishna will aufzeigen, ihr liebt mich, ich liebe euch auch. So das ist, warum ihr eure Kleidung tragt. Und die ganze Kleidung so riecht dann mit dem Geschmack von den Gopis. GaudiyaVaishnavas. Bhagavan ahata viksha and Bhagavan ahata viksha shuddha bhava prasaditaha. Krishna become very satisfied. So Krishna ist somit komplett zufrieden worden. Krishna wanted to bestow full kripa on them. How to? Then again I can test more testing. The more we can test, the more we can. So je mehr Krishna die testet, desto mehr kann Krishna sich vergnügen. Im Gold, das was immer wieder ins Feuer gebracht wird, die Reinheit wird mehr und mehr und mehr. Second burning, third burning. So again go on burning, the gold can expose his own Shuddha Bhava gold. Hello. This way actually it is written that Krishna want to test them more. Krishna is very satisfied by now, but still Krishna want to test more. Let me see what they can do. So Krishna will jetzt noch mehr Tests machen. Ahata viksho shuddha bhava prasaditaha skande nidhayo vasansi pritaha provacho sasmitaha. With smiling face, so mit einem Lächeln hat jetzt Krishna alle Kleider auf der Schulter und teilt sie aus. Und voller Zufriedenheit und Liebe spricht er jetzt an. Krishna now speaking very sweetly, words again joking. Juyam vivastra jadapo dhito vrata Bhagatvai tad adu devahenam Juyam
Vivastrayad apo dhrito prata Vyaga hatai tadu devahenanam. You actually following some broto. So Krishna sagt, ihr folgt der Gelübde. Ja? So wie ist es möglich, dass ihr ohne Kleider in das Wasser gegangen seid? Now those small girls can speak, we are small, and it is usually village rule that we can take bath, nobody is there. But Krishna speaking, but especially So Krishna sagt, you are following some broto. ihr habt zur Vrata gefolgt, so wie kann er da die Regeln brechen, dass ihr nackt ins Wasser geht? Obwohl man sagen kann, dass es kleine Mädchen sind und die gehen einfach normal spielen im Wasser. Aber Krishna sagt, sie haben jetzt immer einen Fehler gemacht. So, ihr werdet nicht wirklich das Resultat kriegen von eurem Brat. Wenn Krishna jetzt so spricht, dann die Mädchen fallen fast in die Ohnmacht. So lange haben sie jetzt das Vrat gemacht, aber wir haben einen Fehler gemacht und wir kriegen jetzt nicht Krishna. Und sie haben ganz ein weißes Gesicht. Und Krishna sagt jetzt, du folgst dem Vata. So warum seid ihr in das Zimmer, in das Wasser gegangen ohne Kleider? Das ist Apparat Varunadev. Ist ein Fehler gewesen. So, ihr kriegt kein Resultat durch das. Vayudeva, alle die beobachten nachher, es ist nicht gut. Krishna sagt jetzt, okay, er kann was sagen, wenn ihr dem folgt, nachher wird es Erfolg haben. But one suggestion is there. Vadhyam jalim murdhi apanutvaye anghaso kritva namo adhovasanam prabhijyatam. Vadhyam jalim murdhi apanutvaye anghasa. The kind of mistake, pap. You have one kind of pap, na? You have done mistake. So this you can cut. So, ihr habt jetzt einen Fehler gemacht, aber ich kann auch einen Weg sagen, mit dem ihr rauskommen könnt. So, ihr müsst ihre Hände falten. So, Krishna sagt ihnen, ihr sollt jetzt rausgehen aus dem Wasser mit gefalteten Händen. Man wird befreit von ihr bringt Erbietungen zu dem Demigott Varuna dar. Nachher könnt ihr ihre Kleider zurückgeben. Und sie sind jetzt wieder in Schwierigkeiten. Was machen sie jetzt? Sie haben Latscha schon aufgegeben. Anyhow, all social status, social structure, Vedic rules and regulation, I told you yesterday. So alle sozialen Umstände, alle Regulierungen von der Gesellschaft, das ist alles das stört uns noch. So jetzt sagen sie, wenn es jetzt zu spät ist oder nachher kommt vielleicht wer zu dem Fluss und geht dort baden. So lass uns das schnell machen, was Krishna sagt. Weil wenn wir das nicht machen und irgendein Problem kommt, dann kann alles
now I can give you one by one your clothes. Okay? Und jetzt gibt er ihnen nachher, wenn sie das machen, einer nach dem anderen kriegt dann die Kleider. Aber um ihre Sinne von den Sünden zu befreien, was sie gegen Varunadev begangen haben, falten jetzt die Hände und gehen raus aus dem Wasser. This way, Krishna giving one by one argument. Those small girls, they are thinking, our brata are finished. So long, 1 month long, we are doing brata. Only for one defect, our brata. Oh my God. They are all, their face, everything become white. They are going to break down. Iti Achyutena Avitam. When Achyuta, Krishna going to speak this way, here Krishna going to this name speaking, here this name Achyuta. Achyuta in dem Vers, das Wort, das hat ein Geheimnis, steckt in dem Wort. Achyuta bedeutet, die innere Bedeutung ist, iti Achyutena. Maybe, it may be there. We have done some mistake, so big problem. But the name Achyuta is there. In the name of Achyuta, you cannot get displaced from your position. If Achyuta going to give you kripa, Achyuta means not Achyuta. Achyuta means not Achyuta, not this. You are not going to get displaced. Because his name is Also Achyuta bedeutet, dass du no, they are going to go in Krishna Vrata. Das ist nicht Katyana Vrat, sondern es ist Krishna Vrat. Katyani ist die Mittel in der Mitte dazwischen. Krishna hat selber gesagt, dass er kann nicht warten, so er kann nicht Yoga mal erkennen lassen, sondern er kommt selber. Dass er dann Arrangierungen macht, oh, das ist Krishna, das ist Gopis. So er geht und gibt ihnen das Resultat. Krishna selber macht das jetzt. Und Achyuta, das sind kleine Mädchen, so das sind ganz unschuldig. So in den Namen von Achyuta, Vrata, man kann, ein Vrata muss funktionieren, wenn du das im Namen von Achyuta machst. So they forget, so they think really maybe so. So, iti Achyutena avitam brajovala matya vivastra plavanam vratachutim tat purtika mahas tat asesha karmanam shakshat kritam nemur avadyo mriguyataha. Krishna is arranging situation in such a way. Krishna organisiert jetzt die Situation so. Sometimes puppet on a chain, puppet, the dogs. Krishna like to make them dance. Krishna macht ihm so wie eine Puppenshow, die tanzen nach ihm. So, alle tanzen nach Krishna. Krishna ist ganz clever. So, die sind gebunden, eben ihm seine Anweisungen zu folgen. So wie Puppen auf einer Kette, auf Seile. Oh, du musst das machen, du musst das machen. Okay, okay, du musst das machen. Okay, okay. So, Krishna will ihr Liebe testen, wie viel Liebe es sie wirklich haben. So, ihr dient mir jetzt ja das ganze Leben, so lasst es mich sehen. So, wenn sie das nicht machen, dann brechen sie schönst das Rad und dann können sie Krishna nicht kriegen. Und ohne Krishna können sie nicht leben. So, sie machen das, was er sagt. Und gehen dann raus mit gefalteten Händen auf dem Kopf und geben Pranams zum Varuna. Krishna going to confess that I already played with them, you all. I wanted to make fool of you.
Krishna speaking after when everything over, then speaking. Bhajan tas tatha vanata drishta bhagavan devaki shutaha. Here devaki shuta doesn't mean Mathura discussion. Devaki Sutta in dem Fall, da versteht ihn. Es ist der Sohn von Yashoda. Im Brihad Vishnu Puran ist der Name geschrieben von Devaki, dass sie Yashoda ist. Der gleiche ist Name, ist dasselbe. By them, their behavior, Krishna is fully satisfied. So jetzt ist Krishna ganz zufrieden und gibt ihnen die Kleider. So, das tathavanata drishva, so much submission, so much sacrifice, so much dedication. So viel, was sie jetzt aufgeben haben, sogar das Schwierigste, die Scheue. Dignity, they are not going to. So many incidents, I don't like to speak now. They like to die better, but they don't like to live. But still, they cannot. Also die Gopis normalerweise, die wollen lieber sterben, ohne dass sie ihre Scheue aufgeben. Oder ihre Würde. So, das ist so eine große Prestige. Sambram. They have, Samadhi etiquette, everything they cannot break. So the Krishna going to give them Toshitaha. Krishna become very happy. Karunastena become very merciful. Wanted to bestow Kripa, topmost Kripa. Krishna wanted. After that, actually, he wanted to give Kripa. Dhiram, Prabhya, Stropayacho, Hapita, Prostovita, Kiranavaccha karitaha vastrani chaivapo hritani athapi omum tva nabhasayana priya sango nibritaha. It is written, Krishna speaking, I was joking with them heavily. So Krishna sagt, hat so viele Scherze jetzt gemacht, er hat sie in Schwierigkeiten gebracht. Aber die haben alles ausgehalten. Die haben alles toleriert. Er wollte ihm aufzeigen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Aber sie haben trotzdem geglaubt. Und schlussendlich hat er gespielt wie mit Puppen auf Schnüre. Aber alles haben sie gemacht. Like with one puppet, one small boy playing, I play with all them, but they are going to obey me. They are not going to, disobey me. So I have to give. Also sie haben auch vollkommen gefolgt in allem, was ich ihnen gesagt habe. Die Kleidung habe ich gestohlen, die waren nicht bereit, ihnen es zurückzugeben. Aber sie sind niemals ärgerlich geworden. Weil Krishna hat gesagt, du musst mit einer lachenden Stimmung kommen, nicht mit einer ärgerlichen. Also du musst voll hingegeben kommen. So Krishna ist der einzigste Vergnügende und alles andere sind Dinge, mit denen Krishna spielen kann. So wer will einen Fehler mit Krishna finden? Krishna ist der Einzige, was es machen kann. Er hat das einzigste Recht, er ist der einzigste Purusha. Wo gibt es einen zweiten Purusha? So nobody is there to find fault. Actually, Krishna is not going to make any fault. Krishna infinity world going to, maintain. What Krishna cannot know. What secrecy you can maintain.
So was für Geheimnis kann man vor ihm noch immer verstecken. So Krishna ist nicht interessiert an dem nackten Bild von den Brajakumarikas. Leute, die was so sprechen, das sind keine Devotees. So Krishna war ihm zufrieden mit ihrer Stimmung. Alles haben sie gebrochen, soziale Regeln und Umstände. Mit das war Krishna komplett zufrieden. Das können nur die Brajagopis machen, außen von Vrindavan. Beju Mukunda Padavim Shudevim Regnam Jaduschaja. So this is so Jaduschaja Sajjata. Sajjana was educated gentleman. Ajam, those who are in Vedic culture, those taught, they have some dignity. They are following all rules and regulations. Vedic. Ja means those gopikas. Ja means those gopikas. Ja, sajjanam ajya sajjanam ajya patham chihitva. Ja, sajjanam ajya patham Hitva bedeutet, alles haben sie aufgegeben. Und das sind in den Dienst von Krishna gesprungen. So Krishnas Seva ist das Final. So nur die Brajagopis, die denken so in so einer Stimmung. Und das ist, warum die aufsteigen können bis zu Mahabharata. Von Lakshmi Babi, von Vaikuntha oder so, das ist nicht möglich. Nur die Gopis, weil sie alles geben. Die Südindien, die können das nicht verstehen, das Lila. Die sagen, na, Reine ist authentisch. Was Krishna macht, ist nicht authentisch. Aber Prabhupada sagt, sogar heutzutage sind sie in Dunkelheit von Krishna Prem. So this way, Dhiram Praladhyas Strapaya Choha Pitaha Prastovitaha Kiranavaccha Karitaha Vastrani Naivapohitani Athapi Amam Kvanabhasyan Kriyasango Nivritaha. They are themselves very satisfied. They are not going to express any angry attitude. They are going to obey all. They are going to all different kind of treatment done by me. They are going to obey. So Krishna told, I am going to test you. If you can pass. Krishna hat zu ihnen gesagt, er wird sie testen. Und wenn sie durch den Test kommen, now all, so, alle haben sie jetzt Erfolg gehabt. Und das Vrata ist Erfolg gewesen. Das Resultat ist da. Und sie wollen jetzt ein Gelande zu Krishna gehen. Das ist eine Art von Gandharva Vivaha. Verschiedene Arten von Vivaha, Hochzeiten. Die sind vor dem Feuer. In der vedischen Kultur musst du 7-mal umkreisen, das Feuer. Das Feuer ist der Zeuge.
they are going to give garland, but this kind of marriage is all secret marriage. No outside people can know about it. It's very, very secret. What is Gandharva Vivaha? So das ganze geheime Hochzeit, Gandharva Vivaha. They want kind of people. Girlanden austauschen, gegenseitig, ohne dass die Eltern Bescheid wissen. Rakshas Vivaha gibt es auch. Rukmini, das war, Krishna hat sie kidnappt mit einer Kutsche. It's called Rakshas Vivaha. If you want to abduct Kanya, if you want to abduct bride, Kanya, it's called Rakshas Vivaha. So die Entführung von der zukünftigen Ehefrau, das ist ein Raksha Vivaha, nennt sich das. Das ist aber nicht für jeden, das kann nicht jeder machen. Gandharva Vivaha is very out of love, they can get Gandharva Vivaha is approved also. Gandharva, they are only singing and chanting and you can get married. Like Radharani and Krishna got married. That's why Radharani is Gandharvika. Das ist ein Name, Radha Gandharvika. In Pandya waren. So, Brahma hat in Pandya die Hochzeit arrangiert von Radha und Krishna. Aber es ist nicht für uns, wir wollen in geheimeTattva. Morgen gehen wir in die Stimmung von Chaitanya Mahaprabhu. Wir sind GaudiyaVaishnavas. Jedes Mal muss man die Stimmung von Mahaprabhu und des Bhagavatam aufzeigen. Wenn wir das nicht machen, ist es wertlos. Under the guidance of Chaitanya Darshan, I am going to recite Bhagavatam. Not fancifully. So, unter der Führung von Gauranga Mahaprabhu gehen wir durch den Srimad Bhagavatam. So, du musst beim heiligen Dham und beim heiligen Namen Zuflucht suchen, nachher wirst du Erfolg haben. Sarvashastra. Any question? Any question? Life and death depend upon Krishna. So who is going to live how long? That depends upon Guru Vaishnava. It depends upon, maybe by the mercy of Guru Vaishnava, they can allow me to live more. Maybe some seva can be there. It depends. We'll have to wait and see. But anyway, we cannot waste our time. Every fraction of a second you can utilize for seva. Very careful.